einfach, wie sie eben auch in die Zeit des Caravaning passen. Hier eine schöne erste Schlagzeile und die Daten dazu. Mega-Event, Caravansalon ausgebucht. Sie sehen es, 16 Hallen, 250.000 Quadratmeter. Wir haben 750 Aussteller auch, oder dieses Jahr wieder hier. Und der P1 ist auch in 2024 zum größten Campingplatz Europas geworden mit 3.500 Stellplätzen. Und ich denke, die Zahlen zeigen auch, wo Caravaning heute steht. Caravaning steht heute in der Mitte der Gesellschaft. Für alle, die manchmal vergessen, dass wir Produkte bauen, in denen tatsächlich auch Urlaub gemacht wird, in denen Leute ihre Wünsche erfüllen, in denen sie ihren Träumen nachgehen, in denen sie die Welt entdecken oder einfach nur Ruhe suchen. Deswegen auch ganz bewusst jetzt ein paar Zahlen aus dem touristischen Bereich. Sie sehen hinter mir über 42 Millionen Übernachtungen in Deutschland im touristischen Bereich in 2023, ein All-Time-High. Es sind 18,2% mehr Übernachtungen als noch vor Covid, weil Covid ja immer als ein Meilenstein gezeigt wurde, wo man sagt, und hier ist der Kumulationspunkt, ab sofort geht es nur noch nach unten. Auch da wird deutlich, dass wir ganz andere Zahlen hier auf dem Tisch liegen haben. 18 Milliarden Umsatz kommen aus dieser Branche und heute ist jede 11. Übernachtung im touristischen Bereich in Deutschland eine, die auf Campingplätzen gemacht wird. Auch da wird deutlich, wo wir eben heute stehen. Noch eine Schlagzeile, jeder will jetzt campen, aus der FAZ, 2. August war es zu lesen, und auch da in dem Text geht es weniger um Zahlen, aber eine wichtige Aussage, die ich eben hier auch angesprochen habe. Klar, wir sprechen immer über Megatrends, die uns unterstützen, aber hier ist eine Aussage getroffen, in der klar wird, dass wir uns natürlich, wie jeder weiß, warum auch immer befeuert, in einem gesellschaftlichen Wandel befinden. Wenn wir in die gesellschaftlichen Gruppen reingucken, es gibt die Millennials, es gibt Generation X, Y, Z, auch dort sehen wir, dass die Menschen sich verändern und dass wir mit Caravaning einfach mitten in diesem umfangreichen und grundsätzlicheren gesellschaftlichen Wandel stehen. Mit anderen Worten, es passiert etwas in dieser Welt, was gerade für die Caravaning-Industrie auch in Zukunft sehr viel Rückenwind bieten wird. Jetzt zu den nackten Zahlen. Jemand muss den Finger heben, wenn ich bei 3 Minuten angekommen bin. Gerhard, bitte. Okay, ihr seht es, auch die Zahlen sprechen ja für sich. Wir haben im ersten Halbjahr 2024 in Deutschland 58.000 Zulassungen gehabt. Das ist ein Plus von 4,7% gegenüber dem letzten Jahr 2023, wo wahrscheinlich letztes Jahr jeder gesagt hat, jetzt haben wir es. Und jetzt geht es abwärts. Weil ich habe mir schon 22 gezeigt, aber nein, es geht nicht abwärts, sondern es ist erneut im ersten Halbjahr haben wir einen schönen Zuwachs. Um das bisschen in eine längere zeitliche Einordnung zu bringen, habe ich hier nochmal die Zahlen gezeigt, die zurückgehen bis 2019. Sie sehen hier die Gesamtzulassungen, die uns das KBA über den CEVD liefert in Deutschland. Und ich habe unten jetzt hingeschrieben, einfach weil ich nur 6 Jahre gezeigt habe. 2024, das erste Halbjahr, ist das zweitbeste Ergebnis der letzten 6 Jahre. Nur in einem Jahr, Covid-Jahr, danach 21, gab es leicht erhöhte Zulassungen. Und wenn wir das in den Gesamtkontext einordnen, kann man sagen, 2024, das erste Halbjahr, ist das zweitbeste Jahr insgesamt in der gesamten Caravaning-Geschichte in Deutschland. Und auch da wird klar, wo wir heute stehen. Und mit dem zunächst Gesagten wird auch klar, wo wir glauben, nein, mehr fest davon überzeugt bin, sind, wo diese Reise in der Caravaning-Industrie weiter voranschreitet. Selbst der Juli, und da gebe ich jetzt einfach nochmal so einen kleinen Spot rein, wo wir da stehen. Sie sehen, im Bereich der Reisemobile plus 13,1% gegenüber dem Vorjahr in Deutschland, und auch im Wohnwagen haben wir fast 4% Zulassungsplus gegenüber dem Juli aus dem Jahre 2023.
Wo stehen wir bei Knaus Tabbert? Ich habe hier nur auch einen kleinen Ausschnitt gebracht über die Positionierung in einigen Segmenten. Sie sehen den Wohnwagen, Sie sehen das Segment der teilintegrierten Reisemobile. Da haben wir mit Knaus wieder sind wir die Nummer 1 im Bereich der teilintegrierten Reisemobile, mit Weinsberg die Nummer 2. Also wir sind stolz auch, dass wir in den Zulassungsstatistiken ganz weit vorne mitspielen. Ich habe ja gar nicht erwähnt Morello, Robert kommt ja gleich auf die Bühne. Da kann man jedes Jahr die Goldmedaille hinhängen, weil die unangefochten und dauerhaft die Nummer 1 sind mit Morello im Bereich der Luxusreisemobile. Bezogen auf Knaus Tabbert, wir hatten ja erst im August, dadurch, dass wir börsennotiert sind, die Finanzberichterstattung zu den Halbjahresergebnissen für alle, die es versäumt haben. Hier sind die Zahlen nochmal. Wir haben das erste Halbjahr mit wirklich guten fast 700 Millionen Euro Umsatz abgeschlossen. Sie sehen die Einordnung hier zu den zwei Vorjahreshalbjahren und worauf wir ganz besonders stolz sind, dass wir auch im ersten Halbjahr 2024 unsere Profitabilität nochmal nach oben bringen konnten, nämlich der EBITDA zeigt das Ergebnis vor Zinsen und Abschreibung mit 9,6%. Ich meine, es ist auch ein All-Time-High bei Knaus Tabbert, was das Ergebnis betrifft, im ersten Halbjahr 2024. Also, Sie sehen mich hier vor sich stehen als CEO in guter Laune, im Rückblick, aber eben auch im Vorblick. Und was der Vorblick uns bietet, 2024, es wird das Jahr der Neuheiten sein, nicht nur bei Knaus Tabbert, da wird mein Kollege Gerd Adamitzki gleich noch mal was zu sagen, sondern es wird auch das Jahr der Neuheiten sein bei unseren Kollegen in Schlüsselfeld. Insofern freue ich mich ganz besonders, jetzt hier auf der Bühne meinen geschätzten Kollegen, den Robert Crispens, bedienen zu dürfen. Neuere Technologie ist mit Verschweißtechnologie, bedeutet eine Toilette mit einer verrottenden Folie. Der Beckenrand bleibt immer sauber, weil die Folie alles innen drin abdeckt. Sie müssen nichts reinigen, Sie haben immer eine hygienisch frische Toilette. Und nach dem Gebrauch wird das Geschäft einfach eingeschweißt. Und es fällt in einen Korb, es ist geruchsneutral, Sie müssen kein Wasser verbrauchen dafür. Also für den Toilettengang 0 Wasserverbrauch ist heute sehr, sehr wichtig, denn Wasser ist ein großes Gut. Und vor allem, ich muss auch keine Chemie zuschieben. Die muss ja auch irgendwann wieder gereinigt werden in den Klärwerken. All das fällt bei diesen Toilettensystemen weg. Und auch kein unnötiges Gewicht, denn die Entsorgung kann ich überall über den Restmüll entsorgen. Das ist wirklich eine Neuheit. Und hier mal einen kleinen Ausblick. Diese Toilette ist natürlich, wenn sie serienmäßig oder optional an Bord ist, mit dem Stromnetz verbunden. Sie hat aber trotzdem einen Akku verbaut. Warum haben wir das getan? Denn im Wohnwagen haben Sie nicht immer Strom, gerade wenn Sie unterwegs sind, und die neueren Fahrzeuge geben sehr ungern Strom hinten in den Wohnraum ab. Deswegen ist diese Toilette autark und hat immer Energie für ungefähr 100 Toilettengänge oder Schweißvorgänge. Die Liner, die Sie dort einsetzen, haben mindestens 30 Nutzungen. Heißt, bevor Sie den Liner wechseln, was darf ich Ihnen sagen, innerhalb von 30 Sekunden ganz einfach geschieht. Und der Vorgang an sich dauert ungefähr 2 Minuten, bis der Beutel fix und fertig entsorgt wird. Ja, meine Damen und Herren, auch das sind Innovationen, die wichtig sind, die wichtig für unsere Branche sind, die ökologisch uns in die Zukunft auch weiterbringen. Ja, dann sehen Sie schon an meiner linken Seite ein besonderes Fahrzeug, der Expedition, ein Männerspielzeug und ein Frauenspielzeug, der sofort ein Haben-wollen-Gefühl ausdrückt. Ich habe das Fahrzeug das erste Mal gesagt, habe gesagt, ich brauche ihn nicht, aber ich will ihn haben. Allein schon von der Optik her, aber glauben Sie, lassen Sie sich nicht täuschen, nicht nur die Optik hat es in sich, vor allen Dingen auch die technischen Daten des Fahrzeuges für Menschen, die wirklich abseits der Straße Urlaub machen wollen, für Menschen, die das Abenteuer suchen, für Menschen, die sich nicht einengen lassen wollen. Sie sehen es hier, das Fahrzeug ist immerhin 4x4, es ist ein 4,1 Tonner und ist für 4 Personen. Impressionen aus dem Innenraum, ich denke, das werden Sie aber nachher hoffentlich in der Woche sich noch alles ganz in Ruhe live anschauen, denn das Fahrzeug wird ja oder steht ja in der Halle 4 auf dem Weinsbergstand. Sie sehen aber, was er außen zeigt, das zeigt er auch von innen.
Und hier war es uns auch wichtig, dass wir dieses Fahrzeug von Anfang an mit einer vernünftigen Ausstattung versehen. Mit einer Ausstattung, die das Fahrzeug auch wirklich nutzbar macht und nicht erst hochkonfiguriert werden muss, damit Sie das so nutzen können, wie es dort steht. Beginnt hier bei 19.890 € mit Automatik und großen Motor, dann in Serie. Ja, und dann möchte ich ein nächstes Projekt bei Knaus noch vorstellen. Ein Fahrzeug, was uns unglaublich viel Freude macht, weil es uns herausfordert wie kein anderes Fahrzeug und es vorher getan hat und auch so ein bisschen Wegbegleiter dessen schon ist, wo wir uns in die nächsten Jahre hinentwickeln werden. Und zwar der Knaus Kaskan. Der Liner unter den Campervans. Und wir sagen das nicht umsonst, denn dieses Fahrzeug ist eigentlich ein Liner und das Ganze in einem Campervan verpackt. Und hier sehen Sie schon Fotos, wie das Fahrzeug von Ihnen ausschaut. Und Sie werden daran merken, wir reden hier über eine ganz neue Qualität und vor allen Dingen auch über eine ganz neue Designsprache. Das ist zum einen, was neu an dem Fahrzeug ist, aber auch die Technik. Wir haben vorhin schon gehört, Morelo Connect. Da wird sicherlich auch bei uns im Konzern einiges kommen. Vorreiter wird genau dieses Fahrzeug sein. Und hier werden wir ganz neue Wege gehen, was die Verbundenheit zwischen den Personen, die in dem Fahrzeug sind, und dem Fahrzeug miteinander verschmelzen lassen und in welcher Interaktivität der Mensch und das Fahrzeug eingehen werden. Hier nochmal eine Impression. Sie sehen es, das Fahrzeug ist sehr loftig. Das Fahrzeug vermittelt Ruhe und das Fahrzeug vermittelt vor allen Dingen Coziness. Grundriss darf ich Ihnen auch schon zeigen, denn das wird das fertige Fahrzeug sein. Wenn Sie auf den Knausstand gehen, machen Sie gerne mal eine virtuelle Führung, die wird Sie begeistern, in welcher Detailtiefe dieses Fahrzeug schon ausgearbeitet ist. Ja, meine Damen und Herren, das war das, was wir zu den heutigen Marken zu sagen hatten. Und trotzdem habe ich ja noch Zeit, ich habe viel zu wenig Zeit, denn jetzt ist etwas an der Reihe, was auch ich noch nie tun durfte, und ich bin schon über 30 Jahre in dieser Branche und durfte schon wirklich sehr viel machen, die Geburtsstunde einer neuen Marke. Und glauben Sie, wir haben in den letzten Jahren unglaublich hart an diesem Thema gearbeitet und haben auch vor allem die Erfahrung der letzten Jahrzehnte mit auf den Weg genommen. Und haben uns gefragt, was stört uns eigentlich, was können wir alles besser machen und was sind so Begrenzungen, die wir heute haben.